Der Informatiker in mir sagt, sie wird nicht nur bestehen bleiben, sondern total wichtig sein. Der Präsident in mir sagt, wir müssen eine Balance finden und diese Balance wird hoffentlich nach dem Auslaufen der Corona-Epidemie, wann immer das sein wird, wie immer das sein wird, daran bestehen, dass wir dort, wo digitale Formate Sinn geben, sie auch einsetzen und das dann einfach geübt haben. Und an anderen Stellen, wo es besser ist, wenn wir den direkten Austausch miteinander pflegen, wo wir uns treffen, wo wir miteinander diskutieren und streiten um die Inhalte, um die es in einer Hochschule gehen muss, dass wir das alles möglich machen. Also die digitale Lehre als ein wichtiger Bestandteil der Lehre und des Studiums wird sicher bestehen bleiben, aber hoffentlich anders als jetzt. Noch besser. Wir sind im Moment leider gezwungen, die Absolventenfeiern ohne Präsenz zu machen. Gerade in den letzten Tagen habe ich Filmaufnahmen machen können, zusammen mit einigen anderen, für die digitale Absolventenfeier des Wintersemesters. Natürlich hoffe ich, dass wir im Sommer oder spätestens im nächsten Winter dann auch wieder Präsenzveranstaltungen machen können. Und ich habe dazu einen Plan und dieser Plan heißt, es muss groß sein und es soll krachen. Wenn wir es denn dürfen. Wann immer wir es dürfen. Also überlege ich eigentlich schon, wo wir das Riesenzelt herkriegen, damit wir alle uns versammeln können und ordentlich abdancen. Wenn ich diese Frage richtig verstehe, geht es darum, dass es eventuell in Einzelfällen vorgekommen ist, dass Klausuren nicht ganz so gut austariert waren, was die Beantwortbarkeit der verschiedenen Fragen angeht. Das haben wir im Normalbetrieb auch immer mal wieder. Auch mir ist es schon vorgekommen, dass ich Fragen gestellt habe, wo ich aus den Antworten gemerkt habe, ups, irgendwas war hier nicht gut. Und bei der Umstellung von Lehre auf digital im Sommer und auch jetzt im Winter kann es natürlich sein, dass das auch anderen Lehrenden so passiert. Ich denke schon, und wir geben das als Hochschulleitung auch durchaus als Signal an die Lehrenden, dass es richtig ist, genau zu überlegen, welche Fragen und welcher Umfang von Fragen sinnvoll ist in digitalen Formaten. Aber es kann auch sein, dass wir hier bei einigen noch etwas üben müssen. Hier kann ich nur daran appellieren, dass Sie einerseits sich jeder Frage, die Ihnen gestellt wird, stellen. Das ist die Aufgabe als Studierende. Und zum Zweiten aber, vor allem wenn Sie im Vorfeld merken, dass es vielleicht auch schwierig werden könnte und ein Lehrender da vielleicht etwas unglücklich unterwegs ist oder es Missverständnisse gibt, sprechen Sie miteinander, mailen Sie miteinander, suchen Sie den Kontakt, um die Dinge miteinander ins Lot zu bringen. Wenn es irgendwo ganz schief geht, das wissen Sie, stehen der Vizepräsident für Lehre und auch der Präsident natürlich gern zur Verfügung, um hier gewisse Unstimmigkeiten auch ausräumen zu können.